10.000 Euro, dann musst du ja irgendwas wissen, was Micky noch nicht mal selber weiß. Wer wird gewinnen? Was glaubst du? Also ich persönlich denke, dass Trimax gewinnen wird. In diesem Video werden wir euch so ein bisschen was über die Geschichte von Gebauer und Gebauer erklären, was da so passiert. Und wir haben ja auch noch einen Special Gast, der sich hauptsächlich um dieses Projekt kümmert. Aber jetzt sind wir erstmal leise und schauen mal, was hier so passiert. Man hat mich immer gesehen, bei Gebauer und Gebauer geht es aber nicht nur um mich, denn das hier, ja, da ist sehr viel Arbeit von dir reingesteckt worden. Gebauer auch heute neben mir an meiner Seite. Hallo Marc, ich weiß, du fährst viel mit deinen Autos, ja? Du bist ein Experte in Uhren und so teilen wir uns ein bisschen die Arbeit. Oder? Genau, also falls ihr hier diese ganzen Sachen seht, das war jetzt nicht ich alleine, sondern wir haben ein gemeinsames Projekt und hauptsächlich, muss man sagen, kommt das Ganze von ihr. Ich meine, es sieht Wahnsinn aus, ne? Guck dir das mal an. Guck dir mal dieses Label an, guck dir mal dieses Orange an und guck dir mal dieses sagenhafte Logo an. Unglaublich. Ich meine, die Farbe Orange, warum Farbe Orange? Weil sie leuchtend ist und weil sie im Prinzip strahlt. Aufmerksamkeit schafft. So wie wir beide, ja? Was genau umfasst die Kollektion? Also wir haben bei mir in der Story ja schon ein paar Ledersachen gesehen. Ne? Also hier hinten sehen wir also Rucksäcke und sowas. Was haben wir noch in der Kollektion? Also vielleicht noch mal ganz kurz zu den Lederartikeln. Das ist ein Kaschmir-Finishing, das ist Vollleder. Das heißt, es ist innen und außen, es ist absolut weich, extrem weich, aber auch extrem leicht. Es gibt darüber hinaus noch Nylon-Ledertaschen. Es gibt wunderbare Hoodies, T-Shirts, einen traumhaften Trench. Es gibt einen Blouson. Und als Highlight, es gibt Schmuck made in Germany. Absolut handmade von einem der besten Schmuckdesigner, die ich kenne. Ist das so? Würdest du, oder ist das untertrieben? Nein, überhaupt nicht. Und jetzt bist du hier bei uns und du machst, also allgemein zu deiner Historie, falls man jetzt dich nicht kennt, du machst sehr kreativen und individuellen Schmuck. Das ist jetzt nicht so ein Mainstream-Thema und für uns bist du nochmal ins Brainstorming gegangen und hast hier unter anderem dieses Kugelarmband hier entworfen, ne? Genau. Cool. Ja, es war auf meinen Wunsch, haben wir auch dieses Türkise eingesetzt. Das ist ja gerade im Moment so die Hype-Farbe, überall ist dieses Türkis mit drin. Hier muss man sagen, auch hier innen drin, mittlerweile wurde, glaube ich, alles auf Orange hier gewechselt. Ne? Es gibt jetzt nur noch die Farbe Orange. Ne? Wir sehen nur noch Orange. Ja. Ach, Gürtel hast du heute auch an. Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ja, Gott sei Dank müssen wir uns auch nicht hier um das Thema vom Aufräumen Gedanken machen. Dafür haben wir hier diesen Mann hier. Kannst du mir mal gefallen tun? Kannst du mal hier aufräumen? Der Herr des Hauses ist auch vorsichtig, immer vorsichtig. Ich meine, man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie bist du zur Mode gekommen? Also war das schon immer ein Thema? Die Leute, ich weiß es natürlich, aber wann bist du das erste Mal in Kontakt mit Mode gekommen? Ich habe Kunst studiert. Okay. Und dann habe ich gewechselt, weil ich dachte, wenn du Kunst studierst und keinem gefallen deine Bilder, wovon sollst du leben? Ja. Und dann habe ich immer gejobbt und unter anderem für die Firma S. Oliver. Und S. Oliver ist Mode und so bin ich in die Modebranche gekommen. Okay, also das ist quasi von dem Anfang an deiner Berufsbahn war eigentlich Mode immer so... Es war immer ein Thema, hat mich immer interessiert, vor allen Dingen sehr schöne Materialien. So, jetzt ist es schon dunkel geworden. Jetzt beginnt der zweite Teil von dem Teaser-Video. Hier ist ein Mantel, man sieht es jetzt nicht so genau, weil es relativ dunkel ist. Wir schauen mal draußen. Ist schon alles aufgebaut. Fragen uns ja heute die Nachbarn, was hier los ist, ne? Ah ja, mysteriöser. So mit Treppen runterlaufen, dies, das. Weißt du, was du da tust, oder? Nee, ne? Guckst einfach nur so, wie es da... Ja. Ja, okay. Ja, dann fangen wir mal an. Jetzt geht's erst los. Ja, ja. Und da sind wir wieder. Wir sind auf dem Weg nach Hamburg. Es steht das Event der Fight Night an. Und zwar Micky TV kämpft gegen Trimax und wir moderieren hier. Kurz vor einem sensationellen Event natürlich. Ja. Und ich habe schon gehört, dass du auch gewisse Prognosen da getroffen hast. Es geht jetzt darum, ich möchte gerne von dir wissen, wer wird gewinnen? Was glaubst du? Also ich persönlich denke, dass Trimax gewinnen wird. Ja, Micky ist
schlanker und vielleicht auch ein bisschen schneller. Ich sehe es so, Trimax hat 20 Kilo mehr in der Faust. Und hast du mal 20 Kilo hochgehoben, wie viel Gewicht das ist? Das heißt, wenn Trimax in irgendeiner Art und Weise weiß, wie er diese Kraft umsetzen kann, wird natürlich auch jeder Schlag anstrengender für ihn, weil er mehr Masse hat. Aber jeder Schlag hat auch mehr Kraft als ein Schlag von Mickey. Ich denke, Trimax macht das. Wirst du auch vor Ort sein? Hatte ich mir vorgenommen. Ich habe mir aber hart auf hart 4 Tage vorher immer noch kein Hotelzimmer gebucht. Hatte ich aber schon vorher. Ja. Eigentlich wollte ich nach Köln kommen, klar. Dann sehen wir uns wahrscheinlich da. Hoffentlich, inshallah. Oh, und da sind wir auch schon. Also, hier wird das Event heute stattfinden, die Pressekonferenz. Ist schon alles super aufgebaut. Wir werden hier Platz nehmen. Und dann ist hier vorne das Wait-In, The Great Fight Night. Ja? So, Romata, wie sieht's aus? Ja, mir sieht's gut aus. Ja? Ich hoffe, es sieht gut aus. Alter, du bist auf jeden Fall derbe fit geworden, ne? Also, ich meine, du bist schon, man merkt, dass du zugelegt hast. Ich war gut im Training auf jeden Fall, Ja. Und jetzt gegen Vlest? Flesk war auch gut im Training. Ja. Ich denke, ich mache das trotzdem fertig. Ja, meinst Ja, du? ich habe wirklich 4 Monate lang übel durchgezogen. Und Jetzt auch noch mal. größentechnisch, sag ich mal, hast du einen leichten Ich habe Vorteil. Größen und Gewicht einen leichten Vorteil. Ich denke, der ist nicht so gigantisch jetzt. Jetzt einer der Hauptakteure bei mir. Ich bin auch schon eigentlich aufgeregt. Wie sieht's aus? Bist du aufgeregt? Auf heute hier? Nee, das nicht. Ich hab Bock, das wird geil hier. Aufgeregt vom Kampf, hält sich auch noch. Ich hab Bock. Okay. Wir waren ja schon vor dem Schlüsselbeinbruch ready. Wird jetzt das Ja. größte Event Mit Live-Publikum, so was. Social Media Deutschland gesehen hat. Ne? Also alle Gäste, also jeden, den ihr kennt, wird da sein. Sonst, wie sieht's aus bei Mickey? Also ich meine, augenscheinlich bist du ja größer, schwerer und meinst du, Mickey hat eine Chance? Oder? Er hat auf jeden Fall krass trainiert und auch großen Respekt. 20 Kilo hat er fast abgenommen, was mega ist und er hat vorhin die Sport gemacht. Ist ein guter Gegner, kam dicht ran, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das Ding gewinnen werde. Wenn so hart trainiert, wenn jedes Training wird viel härter als der Kampf sein wird. Verunsichert dich sowas, wenn jetzt zum Beispiel Marcel irgendwie 10.000 Euro auf dich wettet? Oder denkst 10.000 Euro auf mich? Nö, das pusht ja eher. Ich frage mich nur, wie die 10.000 Euro auf der anderen Seite zustande kamen. Rohat hat ja 10.000 auf mich gesetzt. Also selbst wenn es den Fall gibt, dass er irgendwie gewinnt, dann ist es immer noch sehr unwahrscheinlich. Aber 10.000 Euro, dann musst du ja irgendwas wissen, was Miki noch nicht mal selber weiß. okay. Ich setze 2000 auf. 2000 Euro auf Max? Ja. Ich biete 4000 auf Mickey. Alter, was? Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! 4000 auf Max. Ich mach 6000 auf Mickey. Wir machen, damit das auch echt eklig ist, 2000 Euro. Du auf Max, ich auf Mickey. Alter, ist auf Kamera. Oh shit. Ja, Pressekonferenz war gut. Da haben sich alle gut geschlagen. Jetzt geht's zur Sache. Ne? Die letzten Tage sind eingeleuchtet. Ich glaube, wir können noch mal abgeben an den Sieg. So Leute, heute geht es mal wieder los. Wir sind wieder auf Tour nach dem Box-Event. Jetzt das nächste steht an und zwar wir sind hier an der WHU. Das ist eine Universität in Deutschland und die veranstalten jedes Jahr einmal ein TED-Talk und wir sprechen heute, was könnte es anders sein, über Uhren als Investment. Die Leute sind noch gerade in der Pause. Wir haben alle möglichen Modelle mal mitgebracht. Zentral wird es darum gehen, den Leuten so eine kleine Übersicht zu geben, was die wichtigsten Daten und Informationen sind, ja, wenn man noch nie was davon gehört hat. Also gerade wenn es darum geht, Produktionszahlen, Marktanteile und so weiter. Warum performen einige Uhren extrem gut und manche extrem schlecht? Und darüber werden wir heute sprechen. Das Ganze wird natürlich auch auf TED hochgeladen. I'm sure he's going to share, a lot of interesting insights on watches and luxury items, and I'm very, very happy to have him here. So a great welcome to Mark Ibowa, please. Yeah, hello everyone, this is Margaret for you today with another very interesting topic. Yeah, we are going to talk about watches as investment. So, und das war's auch wieder für den Vlog. Wir drehen jetzt noch ein Video mit Revi ab. Ja, ich freue mich sehr. Ja, und zwar Schärfe Wettessen, das habe ich ihm nämlich noch nicht gesagt. Oh, Bro, ich schwöre, ich würde sofort hier hinkotzen. Ehrlich jetzt. Spaß. Das Video wird als nächstes hochgeladen werden. Ist es Parfum oder Lederpolitur? Das werden wir gleich herausfinden. Von daher bis zum nächsten Mal. Wir sind raus und bye bye.